Hallo liebe Zuschauer, ist das nicht ein Traumwetter? Wir haben heute wieder eine super Fernsicht. Von Feinstaubbelastung keine Rede mehr. Es ist einfach nur spitze, aber bei hohen Temperaturen von über 32 Grad. Das Wetter ist im Moment traumhaft. Wir haben auch ein bisschen Wind, also ein bisschen Abkühlung bekommen auch. Aber wenn man schon dran denkt, draußen was zu machen, dann schwitzt man schon. Aber lieber schwitzen, finde ich, als frieren. So als ersten Punkt möchte ich den Film von Oma, Ist Oma tot, darauf eingehen. Ich habe von einigen Zuschauern die Information bekommen, dass man gewisse Details sehen konnte, die ich auf meinem Laptop in der Bearbeitung nicht gesehen habe. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein 17 Zoll Bildschirm. Und wenn man mit 4K-Filmen arbeitet, werden die ja nicht in eine volle Auflösung gebracht, sondern man reduziert die auf dem Bildschirm in der Pixelzahl, damit man damit vernünftig arbeiten kann und ruckelfrei das Ganze sieht. Ich habe anschließend den Film mir nicht auf meinem großen 75 Zoll 4K-Bildschirm angesehen, sonst wäre mir bestimmt auch aufgefallen, dass man da so ein paar Situationen gesehen hat, wie ich bei Oma reingekommen bin, die mir absolut peinlich sind im Nachhinein. Ich entschuldige mich auch diesbezüglich, dass ich dann nicht kontrolliert habe die jetzt aber über YouTube verpixeln lassen. Das war bei weitem nicht meine Absicht. Mit dem Titel Ist Oma tot? Fragezeichen. Da hatte ich mir lange Gedanken drüber gemacht, aber ich habe so viele liebe Zuschauer, die mitfiebern, wie es Oma geht. Und glaubt mir, wie ich nichts gehört habe von Oma, ich gehe da ins Haus rein, da hatte ich also die schlimmsten, das Schlimmste habe ich da gedacht, dass sie wirklich tot ist. Und ich wollte euch mitnehmen in dieses Gefühl, was ich ja irgendwann mal vielleicht erleben werde. Aus dem Grund habe ich das gemacht, nicht um irgendwie Klicks oder sowas. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, gefühlsmäßig euch mitzunehmen, wie es bei Oma ist, wie es der Oma geht. Ich wurde auch angesprochen, ob da jetzt nicht jemand ist, der jetzt den ganzen Tag nach Oma gucken kann. Die Community, ich habe 3500 Baht, die jeden Monat reinkommen. Ich muss mal die Frau fragen, die normalerweise nach Oma schaut. Die geht ja einer Beschäftigung nach und ist also nicht immer da, wie viel das denn jetzt kosten würde, wenn sie sich wirklich um die Oma kümmert. Und dann würde ich nochmal auf euch zurückkommen, ob der eine oder andere 5 Euro vielleicht noch in den Pott reinschmeißt. Ich glaube nicht, dass Oma noch lange lebt. Und mein Gedanke ist eben halt, dass jemand denn da ist, wenn es soweit ist. Das ist mir die Oma auf jeden Fall wert. Natürlich tue ich auch meinen Anteil dabei. Ich werde jetzt das nächste Mal mit der NAM noch mal dahin fahren. Die habe ich schon kontaktiert. Das ist ja die Altenpflegerin, die ich letztes Mal dabei hatte. Die wollte sie auch noch mal untersuchen und wollte sich darum kümmern, ob jemand vom Roten Kreuz oder Grünen Kreuz bei ihr vorbeikommen kann, um sie mal zu untersuchen, um da noch ein bisschen Anteilnahme zu geben. Oma freut sich auch, wenn jemand kommt, der gesundheitlich nach ihr schaut. Ich muss aber warten, weil die NAM, die ist im Moment, ich glaube, zu ihren Eltern. Und wenn die zurückkommt, dann wollte sie sich melden bei mir und dann geht es wieder nach Oma. Ja, das zum Thema Oma. Ja, und das andere Krankenkind, der Cem, da habt ihr ja auch einen Film drüber gesehen. Dem Cem geht es hervorragend, muss ich sagen. Der Arzt ist echt spitze. Wenn einer da den Kontakt haben möchte, kann ich die gerne geben. Leider hat er es ja nicht zugelassen, dass man das Ganze filmerisch festhalten durfte. Er hat uns auch aus dem Behandlungszimmer rausgeschickt, zumindest die Kamerafrau. Ich habe aber in dem Film ja auch erwähnt, wie er es gemacht hat. Ich glaube, der hat ja keine Vollnarkose bekommen, sondern nur eine örtliche und vielleicht ein Beruhigungsmittel, dass er das machen konnte. Ansonsten hat er das mit einem Laserstift gemacht, um das alles zu veröden, damit das also nicht blutet. Der Cem, der läuft jetzt schon seit 2 Tagen hier ohne Verband rum. Der humpelt auch nicht, als ob gar nichts gewesen ist. Er leckt schon mal dran, das soll er eigentlich nicht, da habe ich ihm schon ein paar Mal gesagt.
aber ansonsten ist er in keiner Weise eingeschränkt. Ja, zu meinem Film mit dem mit der Autopolitur kann ich nur sagen, ich habe bis jetzt schon gesehen, es ist super, absolut spitze. Nicht nur, dass er spitze aussieht, sondern es ist auch kein Staub mehr drauf. Es hat ja auch schon mal geregnet zwischendurch, da fliegen also nur die Regentropfen so weg vom Lack. Also bis jetzt muss ich sagen, hat sich das schon optisch super gelohnt, das zu machen. Und nochmal, das ist hier in Menam gegenüber von der Hauptpost, da ist ein 7-Eleven und daneben rechts ist also die Polituranstalt. Da kann man mit Keramik und Glas, also waren viele, die haben das gemischt. Das war also keine Keramikbeschichtung, die ich bekommen habe, sondern eine Glasbeschichtung. Die Keramikschicht hätte noch etwas mehr gekostet, aber das Geld wächst ja auch nicht auf die Bäume. Und da war ich ja schon froh, dass ich also die Glasbeschichtung machen lassen konnte. Ich bin also bis jetzt, ist ja noch nicht so lange, mit den ersten Resultaten, was ich gesehen habe, zufrieden. Und wenn das jetzt also die nächsten Monate so beigehalten wird und ich werde euch informieren, dann hat sich das Ganze hier unten gelohnt. Ich wurde auch sehr, sehr oft angesprochen, wieso hast du denn ein schwarzes Auto gekauft? Ich habe in den letzten 30 Jahren nur schwarze Autos gehabt, auch Roller waren immer schwarz gewesen. Das war für mich eine schöne sportliche Farbe, also keine Farbe eigentlich, genauso wie weiß. Weiß gefällt mir absolut nicht. Im Auto selber hat man gar keinen Unterschied. Die Klimaanlagen sind sowas von stark da drin. Es ist also auch bei so einem großen Fahrzeug kein Thema, dass ich also jetzt da schwitzen würde innen drin. Ist eben halt klar, wenn man da die Hand drauf hält, dann, hallo, dann tut weh. Und ich glaube, wenn ich ein Ei draufkloppen würde, dann würde das auch brutzeln. Aber es geht auch beim Auto, nicht nur bei den Frauen, nach Schönheit. Und ja, ich möchte ein schönes Fahrzeug haben. Und das ist für mich schwarz. Ich habe sonst nichts Großartiges. Mir fehlt noch immer jemand an meiner Seite, die mir die News, die aktuell reinkommen in Facebook oder sonst wo, in Thai, dass ich das übersetzt bekomme und dementsprechend ja auch euch informieren kann, was hier ist. Das macht der Mario ja wunderbar, den kennt ihr ja auch. Der kann ja Thai lesen und schreiben und daher ist er immer auf dem aktuellen Stand und ist für mich ja auch der Nachrichtensender für Deutschsprachige. Mal sehen, wie es bei mir in Zukunft aussieht. Sagen wir mal, es ist Licht am Ende des Tunnels, dass sich da jemand gefunden hat, der vielleicht an meiner Seite passt. Aber wie ich schon vor vielen Monaten gesagt habe, werde ich da ganz vorsichtig vorgehen, bevor ich diejenige offiziell vorstelle. Lass mir da noch mal ein bisschen Zeit und dann wird das dann auch ein bisschen einfacher sein für mich, euch Informationen rüberkommen zu lassen. Braucht alles seine Zeit. Was steht aktuell an? Ich bin gerade dabei, da oben die Kamera zu überarbeiten, damit ich beim Wetterbericht euch auch mal einen Rundumblick zeigen kann. Da hatte ich einige Schwierigkeiten, da habe ich einen kleinen Film von gemacht. Des Weiteren werde ich jetzt in den nächsten Tagen auch abends mal nach Lamai fahren und da auch mal einen Film machen, wie es da aussieht, genauso wie ich vor einiger Zeit in Chaveng gewesen bin. Am Wochenende weiß ich, da sind ja auch immer die Thai-Boxkämpfe sind denn da sind also viele Menschen. Da werde ich mal hinfahren, auch das Rotlichtmilieu werde ich mal filmerisch denn festhalten. Dann habe ich in den nächsten Tagen ein Interview mit einem deutschen Ehepaar, was in die unglückliche Situation geraten ist durch einen Verkehrsunfall, wo der Partner eben halt mehrere Wochen im Koma gelegen hat. Die waren zwar versichert, aber die Versicherung hat nicht alles bezahlt oder beziehungsweise das, was sie zahlen mussten, haben sie komplett bezahlt. Aber es gibt dann Reha-Dinge, die nicht bezahlt werden. Also eine ganz traurige Sache, die da ansteht. Und da ist auch so ein Hilferuf mehr oder weniger von denen gekommen, ob ich dann mal berichten kann, was da auf einem zukommen kann.
wenn man also hier einen Unfall hat, ja, und wie es dann vielleicht nicht weitergeht oder weitergeht. Und lasst euch überraschen, es ist eine sehr, sehr traurige Sache und man braucht die Hilfe. Mit dem rückwärtigen Blick aufs Meer möchte ich mich verabschieden bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.